So Leute, ich sag mal herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich bin mal wieder in meiner kleinen Halle hier und ja, ich würde sagen, wir kommen zu Teil 2 von meiner kleinen Harley hier, Umbauaktion. Ja, was haben wir im letzten Video gesehen eigentlich, wie ich die Fender umgebaut habe oder überhaupt die Harley ein bisschen zerruft habe. Ja, so sieht sie jetzt hier immer noch aus. Genau, so sieht das Ganze aus. Ich habe dann mal probeweise hier noch schon so eine Fender Abdeckung drauf gesteckt. Das bleibt natürlich nicht so lang, die wird gekürzt. Ich hatte erst überlegt, das eventuell so zu lassen, ohne, aber ich möchte doch schon ein bisschen, also ich hatte grundsätzlich eigentlich vor, ursprünglich ganz weg vom Chrom zu gehen, aber irgendwie dadurch, dass das ja schon auch so ein Oldschool-Style behalten soll, passt Chrom doch ganz gut und habe mich jetzt dann doch dazu entschieden, die Fender Strats Cover, so nenne ich es jetzt mal, ich glaube die heißen auch so, ja, dementsprechend einzukürzen, denn bei dem Fender selbst waren hier so Stücke dabei, ich glaube die hatte ich euch zwar gezeigt, aber genau, die kommen dann quasi hier so vor. Da muss ich halt gucken, wie weit das geht und wo ich die dann einkürzen kann. Ungefähr in dem Bereich hier, denke ich, wird das sein. Und warte mal, wir können mal eben gucken. Ich mache das mal so, dann kann ich mal gucken. Ja, es müsste dann ungefähr genau auch mit der Biegung hier auskommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute in diesem Video schon mache. Oder vielleicht in diesem Video, aber jetzt noch nicht heute. Es kann sein, dass das Video an mehreren Tagen wieder aufgenommen wird. Ich mache das so peu à peu. Was ihr jetzt im letzten Video noch nicht gesehen habt, war der Fender vorne. Den hatte ich ja da noch zu Hause liegen. Genau, den habe ich jetzt mal probeweise drauf gesteckt. Passt auf jeden Fall dran. Ja, finde ich auch okay so. Genau, das ist der Softail Slim Fender. Genau, so, um was wollte ich mich denn heute eigentlich kümmern? Genau, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt passendes Werkzeug habe. Und zwar würde ich gerne den seitlichen Kennzeichenhalter schon mal anstecken. Ah ne, ich muss euch noch was zeigen. Und zwar habe ich, das habe ich im letzten Video auch noch nicht gezeigt, und zwar hier diese kleinen Blinker. Da habe ich schon mal drauf gesteckt, natürlich jetzt noch nicht verkabelt. Ich werde wahrscheinlich den Lenker dafür abmachen müssen, beziehungsweise die Verkabelung, die hier schon durchgeht, wahrscheinlich nochmal aufmachen und ja, die Blinkerverkabelung mit durchziehen, oder vielleicht probiere ich aus, ob ich nicht vielleicht auch so mit dem Draht durchkomme, die dann zusätzlich noch damit reinlege. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, das mache ich jetzt auch noch nicht im heutigen Video. Ich denke mal, so Verkabelungskram wird ein extra Video werden, so stelle ich mir das vor. Genau, also ich würde mich jetzt ganz gerne um den Kennzeichenhalter mal kümmern. Den haben wir hier, den hatte ich euch im letzten Video schon mal gezeigt. Ich habe den mal, zumindest diese Grundhalteplatte hier schon mal abgebaut gehabt, und dann konnte ich mich noch erinnern, in irgendeinem Video habe ich mal gesehen, dass die Steckachse dafür getauscht werden muss. Ist in diesem Fall schon gewesen, also irgendwer, der schon mal einen Reifen hinten gewechselt hat, hat mitgedacht. Und jetzt muss ich mal eben schauen, ob das jetzt so rumgeht. Ne, andersrum. Genau, es wird einfach nur, in meinem Fall glaube ich, die Schraube hier abgemacht. Und dann muss ich mal schauen, wie das Ganze jetzt vonstatten geht. Ich werde den jetzt erstmal vormontieren. Da kommt da jetzt ja noch die Kennzeichenhalteplatte drauf und dann so eine Strebe hier schräg davor noch. Und dann wird ja noch eine Kennzeichenleuchte quasi hier oben drauf geschraubt. Das ist alles in dem Set mit drin. Also so wird das auf jeden Fall irgendwie passen. Muss ich mal schauen, weil diese beiden Pinöpels gehen auch genau hier in diese Öffnungen hier rein. So. Genau, das ist diese andere Querstrebe, die, glaube ich, so hier dran verschraubt wird. Genau, packen wir sofort aus. Dann haben wir die Kennzeichen-Grundplatte. Mal gucken, ob ich noch eine andere, so eine Halteplatte da, so wie ich sie jetzt hier drauf habe. Das ist eine ganz einfache Blechplatte, noch vielleicht drauf montieren werde. Mal schauen, bin ich mir noch nicht sicher. Dann muss ich auch noch schauen, dass ich hier irgendwie einen kleinen Reflektor mit drunter mache. So, dann haben wir hier ein bisschen Papier. Vielleicht habe ich da irgendwie eine Explosionszeichnung drauf. Schaue ich mir das mal an, wie das alles so klappt.
Das ist die größte, die ich habe und die passt. Wenn die andere Seite genauso groß ist, dann geht das. Wir packen erstmal hier aus. Genau, so, wir haben jetzt hier die Kennzeichenhalte-Grundplatte. Ich gehe mal davon aus, das wird oben sein, damit diese Kennzeichenbeleuchtungshalterung da dran kann. Genau, den Kollegen habt ihr ja gerade schon gesehen. Jetzt muss ich mal überlegen, genau. Das ist quasi die Ansicht, wenn man frontal vorguckt, dann sehe ich auch schon, ah ja genau, man sieht diese 4 Löcherchen hier und dann haben wir die hier auch. Und dann haben wir noch hier diese Querstrebe, die auch viele TÜV-Prüfer sehen wollen, nicht nur wegen der Stabilität, sondern wegen dieser Anti-Verletzungsgefahr. Genau, so, wie wird das Ganze jetzt hier gemacht? Eigentlich relativ simpel, genau, der wird hier so drauf geschraubt. Ungefähr so, so. Schaut das Ganze aus, genau. Der kommt hier drauf geschraubt, das machen wir als erstes, denke ich mal. Einzige, was nicht beiliegt, ist ein Reflektor. Da kann man dann jetzt entscheiden, ich zeige mal kurz, ob ich dann quasi hier unten unterm Kennzeichen einen mache oder vielleicht auch oben drüber, je nachdem, das ist eigentlich egal. Oder ich mache, das habe ich bei eBay, glaube ich, gesehen, es gibt Reflektoren, die kann man von hier unten dann dran kleben, Schrauben, wie auch immer, die dann so ganz schmal hier dran gehen. Einer der beiden Versionen werde ich nutzen, aber dazu entscheide ich mich dann, wenn ich so ein bisschen, ja, was heißt das Endergebnis, aber wenn wirklich alles grobe mal zusammengesteckt ist. Boah, das sind echt kleine Schräubchen, wa? So. Die baller ich jetzt mal genauso alle 4 Stück mal da rein. So sieht das Ganze dann aus. Warte, könnt ihr das überhaupt sehen? Ja. So, dann hätten wir quasi schon mal grundmontiert. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Dann haben wir jetzt diese Querstrebe hier. Genau, die kommt dann jetzt ja genau so hier vor. Ne? Hier sehe ich sogar, ist sogar ein Gewinde reingeschnitten. Das ist ja sogar ganz gut. Sind wir drin? Ja, wir sind drin. Ah, guck mal, jetzt kann ich das auch so hinlegen. Ja, Schrauben und Muttern sind auf jeden Fall genug dabei. Jetzt nur noch diese etwas dickere Mutter wird direkt hier mit dem Grundhalter hier verschraubt. Da ist nämlich ein Gewinde eingeschnitten. Und da mache ich jetzt ein bisschen Loctite drauf. Da reicht wirklich so ein ganz kleiner Klecks. So, jetzt machen wir nur noch die hier alle fest. Die alle. Ich glaube, das scheint richtig zu sein. Ich würde aber, glaube ich, vorschlagen, dass wir vorher erst die Kennzeichenleuchte da drauf montieren. Die Kennzeichenbeleuchtung. So, ich werde die auch mal eben erst austesten. Jo, könnt ihr das sehen? Ah, schade. Könnt ihr nicht sehen. Aber leuchtet, ja. Jo, das ist es ja schon gewesen. Und dann können wir den jetzt hier genauso verschrauben wie den Rest. Okay, darf aber auch nichts verloren gehen, das ist genau abgezählt. Ich habe erst gedacht, da ist vielleicht mal 1, 2 Schräubchen mehr dabei. Ich hatte erst überlegt, warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich das euch so genau zeigen kann. Müsstet ihr sehen können. So, ich habe das jetzt hier vorne dran gemacht, nur natürlich von hinten. Ich hatte erst überlegt, den vielleicht da, wo jetzt der Hohlraum ist, von hinten, aber dann hätte ich das Loch hinten zu, wo das Kabel rauskommen soll. Das hätte dann nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Genau, eigentlich ist der jetzt schon so gut montiert. Ansonsten, jo, der ist fest. Loctite haben wir drauf. Jetzt kann ich eigentlich am Motorrad weitermachen und dann werden wir nämlich sehen, wie das Ganze nämlich aussieht. Jetzt ist die Frage, kriege ich die Mutter so los? Ja, kriege ich so los. Das sieht gut aus. So, dreht die sich jetzt mit auf der anderen Seite? Nee. Das Ding ist dran. So gehört das auf jeden Fall dahin. Da sind jetzt nur ein paar weiße Spuren vom Gummihammer. Den muss ich noch wegmachen. Hier muss ich einen neuen Sicherungsring, Clip irgendwie besorgen. Genau, aber das kriegen wir auch noch hin.
Ansonsten sitzt der richtig, richtig gut. Ich muss schon hier wirklich dran reißen, damit da irgendwas passiert. Ja, das muss man dann halt alles verkabeln hier. Und wenn wir schon beim Verkabeln sind, genau, ich werde mir so einen Stecker besorgen, der dann hier reinkommt, und werde dann einen eigenen neuen Kabelbaum für alles, was hier hinten passiert, zusammenbauen. Dann muss ich noch schauen wegen Blinkerrelais bzw. diese Badlands Load Equalizer oder wie das heißt. Der muss halt passend sein für meine Alarmanlage, der ganze Bums, der hier dran ist. Das wird aber dann ein Video sein, wenn wir die ganze Verkabelung machen. Nun ja, was soll ich sagen? Dremel ist tot. Komme ich jetzt in dem Video auch dann nicht weiter. Ich denke mal, genau, Stratz kürzen, Blinker anpassen, diesen ganzen Bums, das machen wir dann im nächsten Video. Wir haben jetzt gesehen, wie ich den Kennzeichenhalter zusammenbaue und montiere und euch schon mal gezeigt, wie ich die Blinker hinten dran machen will. Genau, ich würde dann auch sagen, dass das dann auch das nächste Video wird und wir dann dort natürlich weitermachen werden. Ja, wie sieht das Ganze jetzt aus? Also ich finde, das sieht schon ganz gut aus, wenn man sich das jetzt von so auch mal so anguckt. Erstmal seitlich den Kennzeichenhalter montiert. Was ist hier für ein Krach? Egal. Dann mache ich jetzt hier Feierabend, Leute. Schön, dass ihr reingeschaut habt hier bei meinem teilweise erfolgreichen Tun hier. Wir werden sehen. Und ich habe hier einfach schon reingeflext, ey. Oh Mann. Ja, Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es hier weitergeht mit meinem Umbau. Haut rein.